Hi, ich bin Mario von Dinnerwin und begrüße euch heute wieder recht herzlich zu einem Videotutorial von uns. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass wir unsere Flex-Plattform um 2 weitere Features für euch erweitert haben, die ab sofort im Lieferumfang mit enthalten sein werden, ohne Mehrkosten natürlich. Das eine ist die DAB-Box, die wir später zusammen auspacken werden und auch anschließen. Und das zweite Feature, das dazu kommt, ist eine Scheibenantenne zum Kleben für einen guten DAB-Empfang. Der Unterschied zwischen UKW und DAB+ liegt ganz deutlich darin, dass ihr mit dem DAB-Empfang für die Zukunft einfach ein viel klareres Klangbild habt. Ihr habt kein Rauschen, ihr habt eine bessere Soundqualität und ihr kriegt auch deutlich mehr Sender rein, da die Frequenz einfach eine breitere ist als bei dem UKW-Netzwerk. Als kleine Info gleich zu Beginn ist Folgendes zu sagen, dass sobald die DAB-Box oder der Tuner in eurem Fahrzeug verbaut ist, habt ihr die Möglichkeit, den Sender oder den Sendernamen im Cockpit ablesen zu können. Das heißt, der wird mir angezeigt. Und der zweite Vorteil ist, was mit unserem Radio kompatibel ist oder mit unserem Radio funktioniert, dass wenn ihr durch eine Region fahrt, wo der DAB-Empfang noch nicht so gut ausgebaut ist, schaltet unser Radio selbstständig von DAB auf den FM-Empfang um, sodass ihr einfach nahtlose Übergänge habt. Ihr habt nicht einfach mal 3, 4, 5 Sekunden, dass die Musik komplett ausgeht. Selbstverständlich ist eine Dachantenne auf dem Auto immer die beste Variante, immer die beste Lösung. Allerdings geht das bei manchen Fahrzeugen nicht, zum Beispiel bei einem Cabrio, weil da einfach das Verdeck fehlt oder das feste Verdeck, um eine Antenne installieren zu können. Und aus diesem Grund ist man mit dieser Scheibenklebeantenne im Prinzip am besten bedient, weil ich da sicherstelle, dass ich praktisch den Empfang nach oben habe und habe keine, ich sage jetzt mal, vielleicht auch unschönen, hässlichen Accessoires oben auf dem Auto drauf. Das heißt, es ist im Prinzip eine saubere Geschichte. Da die meisten Autos, die auf den Straßen unterwegs sind, noch keine DAB-Antenne verbaut haben, ist es natürlich umso mehr eine Option, diese Scheibenklebeantenne zu nehmen, um in Zukunft dann eben auch in seinem Fahrzeug, ob das jetzt neuer oder älter ist, DAB-Empfang zu gewährleisten. Für den Einbau selbst ist eine hochwertige Antenne vonnöten und natürlich ist auch zu beachten, dass diese Antenne korrekt eingebaut wird. Die Antenne selbst ist eine Autofilmantenne und den Einbau dieser Antenne, den werde ich euch jetzt in den nächsten Schritten zeigen. Nun haben wir hier die Verpackung der DAB+ Box, die wir jetzt mal gemeinsam öffnen werden, um einfach mal zu sehen, was wir hier an Inhalt haben. Und ihr seht im Prinzip 2 Sachen. Einmal haben wir den DAB+ Tuner und das zugehörige Anschlusskabel. Die zweite Sache, die wir haben, ist natürlich die Scheibenantenne. Die können wir auch mal kurz aus dem Tütchen rausholen. Im Prinzip seht ihr jetzt hier erstmal nur diese weiße Pappe, auf die die Antenne provisorisch erstmal draufgeklebt ist. Die Pappe selbst simuliert in dem Fall die Scheibe. So, nun sind wir auch schon im Thema drin. Das heißt, ich werde euch jetzt schon mal zeigen, welche Blenden gelöst werden müssen, um eben das Antennenkabel später sauber und versteckelt natürlich auch zu installieren, sodass das wirklich super sauber ausschaut. Als ersten Schritt lösen wir jetzt hier gemeinsam die A-Säule. Wie schon erwähnt, werden wir jetzt auch noch gemeinsam das Radio nach vorne ziehen, damit ich einfach den benötigten Platz habe, um später die Antennenkabel sauber hier durch die A-Säule, dann über das Handschuhfach hinter das Radio zu verlegen. Dazu benutzen wir im Prinzip diese 2 herkömmlichen Radioschlüssel, die man hier oben platziert bzw. reinsteckt, bis es klickt und dann zieht ihr das Radio einfach nach vorne. So, da haben wir praktisch schon mal das Radio nach vorne gezogen und wie wir sehen, haben wir dann hinten schon den benötigten Platz, um mit dem Kabel hier von der Seite von rechts dann zu kommen. So, jetzt haben wir hier nun unsere DAB-Antenne noch verpackt. Die werden wir jetzt mal gemeinsam entpacken, aber bitte vorsichtig, die ist hier mit Klebestreifen zugeklebt an 3 Stellen. Die lösen wir hier vorsichtig auf. Passt bitte auf, dass ihr euch nicht die Kabel von vornherein schon kaputt macht. Einfach vorsichtig hier reingehen, dann kriegt man das wunderbar auf. Und eine von der unteren Seite. Und dann fällt sie auch schon raus. Das ist die Antenne im Gesamten. Dieser Teil hier kommt auf die Karosserie, das ist die Masse.
und diese zwei Streifen oder diese eine lange Streifen kommt auf die Scheibe selbst. Kleine Info für euch noch, es gibt auch DAB-Scheibenantennen, die genau andersrum gebaut sind. Das heißt, der Streifen, der geht nicht nach unten, sondern nach oben. Das für Info oder zur Info als für euch. Nun werden wir jetzt diese Scheibenantenne mal montieren. Als ersten Schritt, um das hinzubekommen, löst man hier den Kleber vom Kupferplättchen. Dieses Kupferplättchen kommt dann an die Karosserie, also sprich an das Metall des Autos, was wir vorher auch ein bisschen sauber gemacht haben, entfettet haben, damit der Kleber auch ordentlich haftet. Und dann könnt ihr den restlichen Film auch abziehen. Und diesen dann sauber an eure Antenne hinab. Festkleben. Das wäre es schon gewesen. Nun widmen wir uns unserem aufgerollten Antennenkabel. Das Antennenkabel selbst besteht einmal aus dem Antennenanschluss selbst und einmal aus der Stromzufuhr. Und dieses werden wir jetzt entrollen und wie gesagt dann schon über die A-Säule in den Bereich des Handschuhfaches zum Radio führen. Ein kleiner Tipp noch, es gibt Fahrzeuge, da verbindet sich im Handschuhfach nochmal so eine Einheit. Diejenigen von euch, die diese Einheit im Auto haben, die tun sich einen Gefallen, wenn sie diese Einheit mit den gleichen Schlüsseln wie beim Radio auch, sich das einfach rausziehen, weil sie dann einfach hinter dem deutlich mehr Platz haben und auch das Kabel sehen, wohin sie es führen. Kleiner Tipp am Rande. So, nun haben wir soweit alles vorbereitet. Das heißt, die Kabel sind in der A-Säule verlegt, rechts am Handschuhfach unten entlang, durchs Handschuhfach durch, wie wir es mit der Kabeldurchführung gemacht haben. Antennenkabel und Stromkabel der Antenne liegen jetzt schon gut, also kommen hinten aus dem Radioschacht raus. Soweit ist alles vorbereitet, dass wir jetzt im nächsten Schritt die DAB-Box, den DAB-Tuner, samt Anschlusskabel ans Radio anschließen können. Und an den DAB-Tuner kommt dann anschließend noch der Antennenanschluss von unserer Scheibenantenne, die wir vorhin geklebt haben. Und zu guter Letzt geben wir der Antenne dann auch noch Strom. Das sind dann die nächsten 3 bzw. 4 Schritte, die wir jetzt im nächsten Step gemeinsam machen. Nun schließen wir die Stromzufuhr unserer Scheibenantenne an. Dazu nehmen wir am Radio selbst das blaue Kabel, auf dem AMP Turn draufsteht, und verbinden das dann mit dem roten Stromkabel unserer Antenne. Dazu geht ihr her. Ich habe mir hier einen Stromdieb geschnappt, gehe von der anderen Seite mit dem blauen Kontakt rein, mache das ein bisschen mit der Hand vor. Gehe dahin und mache es fest zu. Anschluss wird es einfach nur zugemacht und ihr habt dann die Stromverbindung für eure Scheibenantenne. So, nun haben wir auch alles verkabelt, das heißt die DAB-Box ist angeschlossen samt der Antenne.
Die Antenne, wie ihr gesehen habt, hat auch Strom. Und jetzt gilt es natürlich, das Ganze so schön wie möglich wieder zu verstauen, damit das Radio auch nicht nach vorne raussteht. Also die A-Säule oder die Blende der A-Säule wird hier vorne wieder erst hier vorne einsetzen. Ihr seht, dass ich ein bisschen Spiel habe, bis runter, bis es nicht mehr geht. Und dann könnt ihr die Blende wieder andrücken. Nun ist alles installiert, das heißt Radio läuft wieder. Wir haben auch die Auswahl zwischen unseren Menüpunkten, das funktioniert. Was uns aber interessiert, ist mal unser Radiomenü. Und da erkennt ihr gleich oben links, dass wir uns bereits im DAB Plus Menü befinden. Das heißt, obwohl wir hier in einer Garage stehen, in unserer Werkstatt, haben wir trotzdem 3 Balken von 5. Das heißt, ich habe relativ guten DAB-Empfang, obwohl wir in der Garage sind. Als nächstes will ich euch noch zeigen, wenn ihr hier mal hier unten auf DAB Plus Band draufklickt. Bevor eure Tuner oder bevor der DAB-Tuner installiert war, war dieses hier oben noch ausgegraut. Das könnt ihr jetzt aktiv anwählen. Wir können auch nochmal zurück auf FM springen. Und dann nochmal auf DAB+. Das heißt, es funktioniert. Sender habe ich jetzt hier auch schon vorinstalliert. Ihr könnt das Ganze natürlich auch selbstständig machen über die automatische Programmsuche. Wenn ihr hier drauf geht, sucht das Radio alle empfangbaren DAB-Blöcke in eurem Bereich und die könnt ihr euch dann, wie gesagt, auf den 2 Hauptseiten als Favoriten speichern. Und um noch besser nachvollziehen zu können, wie stark euer DAB-Signal gerade ist, geht ihr auf den Button ganz rechts auf Einstellungen und dann seht ihr hier einen Reiter mit DAB-Signal. Das wird bei uns in Zahlen ausgedrückt. Unter 10 ist es relativ dürftiger Empfang, also es kann da durchaus zu Aussetzern kommen. Ich sage jetzt mal über 10 und dann über die 20 hinaus habt ihr wirklich soliden, um nicht zu sagen perfekten DAB-Empfang. Und um nochmal drauf zurückzukommen, wie ihr eure Programmsuche oder wie diese Programmsuche im DAB-Menü abläuft, da drückt ihr hier einfach auf APS drauf, aber nähere Informationen, wenn ihr euch die dann nochmal rausziehen wollt, da gehe ich nochmal in unserem ersten Video, wo wir das Flex-Gerät vorstellen, gehe ich da nochmal sehr im Detail drauf ein. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken, wenn ihr da noch irgendwelche Informationen braucht. So, kleine Information noch für euch. Wenn euer Fahrzeug bereits eine DAB-Funktion bzw. eine DAB-Antenne verbaut hat, braucht ihr die Scheibenantenne nicht. Das einzige lediglich, was ihr benötigt zu eurem Radio, ist ein Adapter von FACRA auf SMB, der dann eben auf unseren Tuner passt. Natürlich haben wir auch oft Fragen oder Anregungen, die bei uns landen, die inwiefern lauten, DAB-Empfang in meinem Gerät oder in meinem Auto ist ganz, ganz schwach. Warum ist das denn so? An was kann das liegen? Zu 80% liegt das nicht am Radio. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nämlich Störquellen, die sich der manch einer selber im Auto schafft. Störquellen können sein zum Beispiel USB-Ladeadapter, LED-Beleuchtungen in diesen Bereichen hier. Im Prinzip dann aber auch ein Tagfahrlicht, was nachträglich ausgerüstet wurde, also was nicht original im Fahrzeug vorhanden war, sondern was man nachträglich eingebaut hat. Das alles können Störquellen im Fahrzeug sein, um den DAB-Empfang einfach schlechter werden zu lassen. Wer jetzt sagt, dass er technisch nicht so versiert ist und sagt, kann das jemand für mich einbauen? Ja, das geht. Wir haben K-HiFi-Fachwerkstätten oder Partnerwerkstätten, die für uns den Einbau in ganz Deutschland übernehmen. Wenn hierzu noch Fragen sein sollten, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und ich sage mal bis bald im nächsten Video. Macht's gut, auf Wiedersehen.